Auf unserer Reise von Deutschland nach Südafrika haben wir mittlerweile schon knapp 20.000 Kilometer zurückgelegt. Unsere Zeit in Westafrika neigt sich langsam dem Ende, denn die Regenzeit sitzt uns im Nacken. Aber bevor wir nach Zentralafrika gelangen, gibt es eine letzte Hürde zu bewältigen: Nigeria. Das Land, von dem wir von Anfang an wussten, dass es schwierig wird. Ein Land, über das alle Reisende auf dieser Route sprechen. Nicht nur, weil Nigeria einen Ruf vorauseilt, sondern auch, weil die Visabeschaffung extrem schwierig ist. In den letzten Monaten haben wir versucht, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Die Recherche im Internet, der Austausch mit anderen Reisenden und Erfahrungsberichte lassen uns 3 Möglichkeiten. Option 1: Wir umfahren Nigeria im Norden und müssen dazu Niger und Tschad durchqueren. Aus Sicherheitsgründen ist diese Route momentan nicht machbar. Option 2: Wir fliegen zurück nach Deutschland, um unser Visum dort zu beantragen. Sehr aufwendig und trotzdem keine 100%ige Garantie, dass wir das Visum auch bekommen. Option 3: Wir fahren zurück nach Accra, packen den Bus auf ein Schiff nach Namibia und fliegen hinterher. Alle 3 Optionen sind entweder gefährlich, zu aufwendig oder zu teuer. Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer. In den letzten Tagen haben wir von anderen Reisenden erfahren, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, das Visum für Nigeria in Benin zu bekommen. Wenn uns das nicht gelingt, ist unsere Reise in Benin vorerst zu Ende. Guten Morgen aus Ghana. Wir haben die Nacht auf einer Wiese direkt neben der Hauptstraße verbracht. Vielleicht hört ihr sie ja im Hintergrund. Und auf diese Straße geht es jetzt für uns. Wir haben noch ungefähr 1 Stunde bis zur Grenze, bis nach Togo. Das Wetter ist gerade ganz angenehm. Es hat heute am frühen Morgen angefangen zu regnen und es ist immer noch zugezogen. Und ich hoffe sehr, dass es so bleibt, weil die letzten Tage waren echt schlimm. Also echt einfach sehr, sehr heiß und schwül und drückend. Und so Grenzübergänge sind anstrengend. Also wenn es jetzt so nieselig bleibt, dann wird das, glaube ich, alles ein bisschen einfacher machen. Okay, wir sind auf dem Weg nach Togo und wir haben eine sehr nervige Polizeikontrolle erwischt. Bis jetzt hatten wir immer Glück in Ghana, aber der hat uns angehalten und war direkt richtig nervig. Er hat erstmal so rumgeguckt. Man wollte dann unseren internationalen Führerschein sehen. Wir haben einen ollen Führerschein von mir dabei, der leider schon abgelaufen ist, und haben aber internationale Übersetzung. Wir haben denen trotzdem erstmal das gezeigt. Und das hat er dann leider gecheckt und wollte dann auch gar nicht unsere Übersetzung sehen, sondern hat einfach weitergesucht nach anderen Sachen. Dann wollte er einen Feuerlöscher sehen, dann bin ich ausgestiegen. Dann hat er gesagt, ich dürfte nicht in meinen Birkenstocks fahren und jetzt will er mir dafür ein Ticket geben. Und hat uns jetzt aber hier so 100 Meter weiter geschickt und gesagt, wir sollen an der Bushaltestelle warten. Der hat noch den internationalen Führerschein. Ich denke mir die ganze Zeit, dass wir dumm sind, dass wir vorher keinen internationalen Führerschein mehr beantragt haben, keinen neuen. Wir haben das halt ehrlich gesagt einfach verpeilt und haben uns aber rechtzeitig um beglaubigte Übersetzungen noch gekümmert, weil das halt viel schneller ging, weil wir da jemanden kannten. Und jetzt haben wir halt diese beglaubigten Übersetzungen dabei. Und jetzt habe ich gerade nochmal nachgelesen und im Internet steht, dass diese beglaubigten Übersetzungen halt eigentlich auch gelten, vor allem in englischsprachigen Ländern. Weil das Dumme mit diesem internationalen Führerschein ist ja, der Kartenführerschein, der deutsche Führerschein gilt 15 Jahre oder so und dieser internationale Führerschein gilt nur 3 Jahre, obwohl der Führerschein an sich ja nicht ausläuft, nur der internationale Führerschein läuft halt aus. Das ist halt voll der Quatsch. So, wir warten jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde. Eine Stunde. Die machen keine Anstalten, hierher zu kommen. Ich glaube, das ist jetzt so ein Spiel. Wer hat mehr Geduld? Wir müssen es jetzt durchziehen. Ich hoffe nämlich, dass andere Leute das auch machen, weil wenn wir es jetzt nicht durchziehen, dann werden die Nächsten genauso abgefuckt, wenn die damit durchkommen. Ja, weil das Ding ist... Darf eigentlich keiner, der hier durchreist, sollte das mitspielen, weil sonst das trifft immer die Nächsten und das ist halt scheiße. Ja, das Ding ist, das war eigentlich schon von Anfang an klar, dass die irgendwas wollen. Man kann immer recht schnell schon so spüren, wenn die halt wirklich einfach irgendwas finden können, was sie dir anhängt. Der Fakt, dass er hat gesagt, er gibt mir ein Ticket, aber der macht keine Anstalten, hierher zu kommen. Alleine das zeigt schon, der wartet jetzt nur drauf, dass ich komme und dann wird er mir gleich erzählen, dass ich zum Gericht muss mit dem Ticket oder dass wir es auch anders klären können. Er sagt dann irgendwie sowas, you need to help me out here, I don't want to waste your time. So hatten wir schon öfters mal solche Sachen. Hä? Got it? Polizei. No. Some people one. So, dann räumen wir mal unser kleines Chaos-Camp hier wieder ab. Haben wir schön uns gemütlich gemacht.
Das zeigt ja auch wieder, dass sie nicht im Recht waren, sondern dass wir im Recht waren. Sonst hätten sie es uns ja nicht gegeben und hätten sie uns jetzt ein Ticket gegeben. Ja, das verstehe ich auch nicht. 2 Stunden hat uns dieses Spielchen jetzt gekostet. Und man könnte jetzt natürlich fragen, ja, warum wartet ihr dann überhaupt? Warum zahlt ihr dann nicht? Ich meine, am Ende geht es auch meistens nicht um einen großen Betrag, sondern halt um ein paar Euros. Aber das ist ja genau das Ding. Wenn halt jeder mitmacht und jeder mitspielt und sich jeder von denen quasi über den Tisch ziehen lässt, dann bleibt das halt auch. Hier hat es weiterhin Bestand und da wollen wir halt irgendwie wollen wir halt einfach nicht mitmachen und ja, es ist halt sehr kräftezehrend, wenn man halt nie weiß, wann man wo ankommt, weil man soll immer damit rechnen muss, dass man solche Gespräche und halt solche Stopps und unvorhergesehene Aufenthalte noch hat, die man halt nicht mit einplanen kann. Das ist schon ein bisschen nervig. Okay, weiter geht's. Immigration is next. Das ist immer so ein Spießrutenlauf. Hey Lotti. Und dank unserem kleinen unerwarteten Aufenthalt sind wir jetzt halt mitten in der Mittagshitze hier und nicht morgens wie eigentlich geplant. But what can you do? So, wir müssen jetzt da lang und dann links zur Immigration. Herzlich willkommen in Togo, unserem 9. Land auf dem afrikanischen Kontinent, oder? Yes. Crazy. Die Grenze hat jetzt schon eine ganze Weile gedauert. Unsere Grenzen sind mit sehr viel Hin- und Herlaufen und Warterei und so weiter verbunden. Das ist für uns halt immer ein bisschen schwierig wegen Lotta, weil es halt oft viel zu heiß ist und wir müssen sie dann halt alleine im Auto lassen und können sie halt auch nicht rausnehmen, weil sonst fangen die Fragen an. Nicht, dass dann irgendwer doch irgendwelche Sachen für den Hund sehen will oder uns das, also wir haben ja Dokumente, aber dann wird sich da wieder was überlegt, was wir nicht haben. Deswegen lassen wir die einfach immer im Auto und es ist halt immer dann super stressig, weil wir immer Angst haben, dass es zu heiß wird und ja, es ist für sie einfach nicht cool. Diese Grenztage sind für sie einfach richtig scheiße. Ja, deswegen fahren wir jetzt schnell raus aus der Stadt. Wir sind hier direkt in die Hauptstadt reingefahren. Also die Grenze führt einen nach Lomé in die Hauptstadt von Togo. Also hier ging es direkt auf Trubelig weiter. Ah, was ein Tag. Never gets boring. Ja, muss man mal hupen halt. Alle hupen, dann hupe ich halt auch mit. Ja, wenn hier aus der 10 Minuten blöde LKWs ausparken und niemand mehr vorankommt, na, mach mal wenigstens deine Tür zu, Bruder. Pass auf, das Motorrad, pass auf. What you doing? E-Visa. Für? Benin. Dann muss man nämlich endlich nicht zu einer Botschaft rennen, sondern man kann es schön übers Handy machen. Sehr entspannt. Wenn es funktioniert. Ja. Noch bin ich nicht durch. Was machst du denn? Ist das gemütlich? Ist das gemütlich? Du liegst auf der Leine. Die Regenzeit komplett zu vermeiden ist auf unserer Reise fast unmöglich. Dazu ist das Zeitfenster einfach zu klein. Nach allem, was wir gehört haben, liegen in Nigeria und Kamerun teilweise schwierige Strecken vor uns, die wir während der Regenzeit nur sehr schwer passieren können. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet, wollen aber auch nicht riskieren, in diesen Ländern für längere Zeit stecken zu bleiben. Auch wenn die Regenzeit durch die Klimakrise auf sich warten lässt, wird es doch Woche für Woche etwas nasser. Von einer Sekunde auf die andere, man muss so aufpassen. Das zieht einfach zu innerhalb von Minuten. Aber wir haben es gerade noch geschafft, alles einzuräumen. Die Markise ist immer das Kritischste. Und es regnet dann auch nicht nur ein bisschen.
Es haut richtig rein. Okay, lieber schnell rein hier. Wir stellen uns ja oft vor, wie das wäre, wenn wir ein Dachzelt hätten oder ein Dachzelt, wie ja viele andere Reisende haben. Und es wäre, glaube ich, viel, viel angenehmer in der Hitze. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir doch hier unseren kleinen geschlossenen Raum haben, in dem wir uns aufhalten können im Regen. Stell mal vor, jetzt hätte man da oben so ein Zelt und man könnte sich nicht im Auto aufhalten. Man müsste jetzt wieder im Regen sitzen und es wäre alles nass. Ist ja hier schon alles nass. Tja. Ist irgendwie immer gemütlich, wenn es regnet, oder? Ja. Du kühlst wenigstens ab. Willkommen in Benin, Land Nummer 10 auf dem afrikanischen Kontinent. Wir nähern uns Nigeria ganz schön schnell. Willkommen in Cotonou, der Stadt im Süden von Benin, in der wir uns jetzt die nächsten, ich würde mal sagen, Wochen aufhalten werden, um unser Visum und alles, was drumherum gehört, für Nigeria zu organisieren. Und auf den ersten Blick sieht diese Stadt ganz nett aus. Mal gucken, wie lange wir jetzt hier bleiben, weil von hier aus geht es in Richtung Nigeria. Wenn wir diese Stadt hier verlassen, dann fahren wir zur Grenze. Und das ist noch eine ganze Weile weg und da liegt noch ganz schön viel Organisation dazwischen. Aber wir sind jetzt hier und jetzt kann es losgehen. Easy. Ein Stückchen außerhalb von Cotonou haben wir einen ruhigen Stellplatz an diesem schönen Strand gefunden. Wir versuchen uns etwas von den letzten Tagen zu erholen und warten darauf, dass wir mit dem Visaprozess für Nigeria starten können. Wie so oft haben wir nicht alles in der Hand und müssen uns ein wenig mit Warten begnügen. An dieser Stelle möchte ich mich beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Das ist Bruna The Label. Bei Bruna gibt es wunderschöne Schmuckstücke, die fair und verantwortungsvoll hergestellt werden. Der Schmuck wird mit Liebe von Hand in familiengeführten Unternehmen gefertigt und man merkt den Schmuckstücken die Qualität wirklich an. Was ich besonders cool finde, ist, dass Bruna ausschließlich recyceltes Material benutzt, also recyceltes Gold, recyceltes Silber und die Diamanten sind laborgezüchtet. Ich freue mich total, dass bei mir ein paar neue Schmuckstücke eingezogen sind, die mir jeden Morgen aufs Neue den Tag versüßen und die mich jetzt im Verlauf der weiteren Reise und auch hoffentlich noch viele, viele Jahre danach begleiten werden. Wenn ihr auf der Suche seid nach schönen, fair hergestellten Schmuckstücken, dann kann ich euch Bruna nur ans Herz legen. Wir haben euch unten in die Beschreibung den Link zum Online-Shop gepackt. Schaut gerne mal vorbei. Viel Spaß! Diese Woche geht es so richtig los mit dem Nigeria-Visa-Prozess. Wir sind gerade dabei, alles soweit vorzubereiten und hoffen, dass wir im Laufe der Woche irgendwie ein bisschen Progress machen und das Ganze ein bisschen zum Rollen bringen. Dafür haben wir uns jetzt eine Wohnung gemietet, damit wir einfach einen Ort haben, an dem wir Lotta lassen können. Wir sind gestern Nachmittag hier in Airbnb eingezogen. Das ist eigentlich sehr schön. Es gibt eine Klimaanlage, es gibt eine große Küche, eine Dusche und so weiter. Also es ist auf jeden Fall wieder ein ganz schöner Luxus. Und hier können wir halt Lotta mal für ein paar Stunden alleine lassen, weil das einfach eine Sache ist, an die wir immer denken müssen, dass wir halt bei bestimmten Terminen Lotta ja einfach nicht mitnehmen können, wenn wir jetzt in die nigerianische Botschaft gehen. Und wir können sie aber auch nicht im Auto lassen, weil es halt einfach zu heiß ist. So, wir können noch nicht mal irgendwie zu zweit einkaufen gehen, 10 Minuten lang, weil sobald wir alle Türen im Auto zumachen, alle Fenster zumachen, dann ist es zu heiß und das ist einfach gefährlich. Deswegen müssen wir sowas immer im Voraus schon planen, wenn wir wissen, dass wir an einem bestimmten Termin beide zusammen irgendwo hingehen müssen, wo wir Lotta nicht mitnehmen können, dann müssen wir einen Ort finden, wo wir sie lassen können. Und den haben wir hier gefunden, in unserer kleinen, aber wobei so klein ist sie gar nicht, in unserer schönen Wohnung. Und hier können wir uns jetzt auch in Ruhe um diesen ganzen Prozess kümmern. Das ist jetzt quasi so unsere Base.
Nigeria ist das 11. Land auf dem afrikanischen Kontinent, das wir bereisen wollen und das erste, bei dem wir Schwierigkeiten haben, ein Visum zu bekommen. Wir sind unglaublich privilegiert, dass wir ohne große Probleme in so viele Länder der Welt reisen können. Hätten wir keinen deutschen Reisepass, sondern einen aus einem Land im globalen Süden in der Hand, wären wir vermutlich nie so weit gekommen. Eigentlich würden wir gern jeden einzelnen Schritt mit euch teilen und zeigen, was wir alles organisieren müssen, um an unser Nigeria-Visum zu kommen. Obwohl wir uns zu Anfang unserer Reise vorgenommen haben, dass wir alle Grenzen und Visa alleine meistern wollen, sind wir jetzt an einem Punkt, an dem wir auf Hilfe von außen angewiesen sind. Für diese Hilfe müssen wir aber den ein oder anderen unkonventionellen Weg gehen. Anders geht es ab hier für uns sonst nicht weiter. Wir sind jetzt fast schon eine Woche in Cotonou und direkt als wir hier angekommen sind, letzten Donnerstag, sind wir auf ein Amt gegangen, haben einen Antrag ausgefüllt, um ein Dokument zu bekommen, was wir brauchen, um den Visa-Antrag überhaupt in die Wege leiten zu können. Und dieses Dokument ist jetzt fertig, deswegen sind wir jetzt gerade auf dem Weg in die Stadt zu dem Amt, um dieses Dokument endlich abzuholen. Check. Check. Dann kann es jetzt weitergehen. So, wir waren gerade in der Botschaft. Wir haben unsere Visa-Anträge eingereicht, wir haben bezahlt. Von einer sehr sympathischen Frau. Ja, aber ich glaube, wir haben sie schon so ein bisschen weich gekriegt. Also sie war ja dann schon freundlich. Also sie hatte auf jeden Fall nicht so viel Lust. Und sie war einfach wie so ein Rumpelstilzchen, weil die macht dies, macht das, setzt sich dahin, unterschreibt da. Macht das nicht so. Macht das nicht so. Ja. Aber wir haben sie die ganze Zeit angelächelt und am Schluss musste, glaube ich, auch ein bisschen schwimmen. Ja, genau. Aber auf jeden Fall ist jetzt unser Antrag eingereicht und angeblich sollen wir morgen um 14 Uhr vorbeikommen und kriegen unser Visum. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich will es jetzt auch noch nicht, mich nicht drauf verlassen. Aber so far so good. Es lief besser, als ich gedacht hätte. Wir haben ja echt Storys gehört, dass diese Frau richtig schwierig wäre und einem total das Leben schwer machen würde. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Wir waren auch gut vorbereitet. Ja. Dank der Hilfe anderer Reisende, die diesen Prozess vor ein paar Tagen gemacht haben. Das hat sehr viel geholfen. Wir sind jetzt noch auf dem Weg zu einer kleinen Verabredung. Wir treffen nämlich jetzt noch 2 andere Reisende, die wir über Instagram kennen. Mit denen wollen wir zusammen durch Nigeria fahren und jetzt haben wir ein kleines Lunchdate. Treffen uns das erstmal in Real Life und machen schon mal Pläne. Nigeria und auch Kamerun sind ja sicherheitstechnisch ein bisschen kritischer zu betrachten als die Länder, durch die wir bis jetzt gereist sind. Und es wird dazu geraten, dass man da vielleicht nicht unbedingt alleine durchfährt. Und wir fühlen uns, glaube ich, auch einfach wohler, wenn wir mit 2 Autos unterwegs sind. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir jetzt Nadja und ihren Freund kennengelernt haben, beziehungsweise noch nicht richtig kennengelernt haben, aber dass wir die jetzt treffen. Und dass wir ab jetzt dann zusammen weiterfahren. Es wird auch einfach mal eine schöne Abwechslung nach den ganzen Monaten, in denen wir alleine gereist sind. Mal wieder als Gruppe unterwegs zu sein, zusammen Pläne zu machen. Da ist schon das Auto von den beiden. Das wird unser Buddy. Ja. Jetzt treffen wir noch die Menschen dazu. Hi. Hi, Julia. Zoe, hi. Hi. Hi, Nadja. Ja, voll. Was, schlimm alleine? Was, schlimm alleine? Nein, oder? Hast du auf dem Bett gechillt? Ich glaube den ganzen Tag auf dem Bett gechillt, ne? In der klimatisierten Wohnung. Hast nichts verpasst, mein Hase. Jetzt holen wir unsere Visa ab. Boah, hier ist es so heiß feucht, dass die Linse beschlägt. The birds are chirping and the sun gonna shine. And I tell you one thing's been on my mind. Here we go. Drückt uns die Daumen. Wenn alles gut geht, sind wir in einer halben Stunde wieder da mit unseren Visa in den Pässen. We are people that make it happen. You and me just reach out and grab it. Ratet mal, wer sein Visa bekommen hat. We made it! Die Frau hatte richtig gute Laune heute. Ich glaube, weil Freitag ist. Und am Montag ist Feiertag. Ja, auf jeden Fall deutlich entspannter heute. Wir sind reingekommen.
haben kurz gewartet. Sie meinte sogar, ich wusste gar nicht, dass ihr da seid, sonst hätte sie uns noch früher reingerufen. Und jetzt haben wir hier in unseren Pässen unsere Nigeria-Visa. Das ist crazy. Nigeria, willkommen. Chaka. Okay. Das ist ein ganz großer Haken, wo wir eigentlich von Anfang an, vom Beginn dieser Reise wussten, das wird schwierig und nicht wussten, wie wir es machen sollen, und jetzt haben wir es im Pass. Yay! It's our world, we're all people that make it happen.